Hey, you made it. It's great to see you again. After everything you've been through, I thought you might appreciate some good news. So after we got back to the real world, I started doing some research into the people mentioned in Galerius's tablet, and I found something strange. I'm sorry I've been so cryptic. I've been dying to tell you. I just really wanted you to see this for yourself. Why don't you head on down there? I'll catch up with you at the other end. Lass mich raten, gibt eine Statue von mir. Eine antike römische von einem unbekannten Mann in einer undurchschaubaren Pose. Eine Hand winkt einladend, die andere warnt. Ja, okay, also die Folge wird offenbar ein bisschen länger. Wir gucken mal. Hallo Galerius. You're finally here. Remember me? Was macht ihr denn hier? It's a crazy story. After you disappeared, Charon appeared and told us she was returning us to the world. Even gave us some coins to help us start our lives over. Only, for some reason, she returned us to your world instead of ours. Anyway, I know we only ever had that one conversation, and I wasn't even sure if you'd remember me, but I wanted to say thanks for freeing us from the underworld and giving us a second chance at life. Ich überlege gerade, ob ich es vielleicht doch bei diesem Ende belasse. Nee, wir testen mal, ich werde mal trotzdem die anderen Enden noch ausprobieren, aber dieses Ende gefällt mir immer besser. Was habt ihr in letzter Zeit so gemacht? Oh, I used Charon's gift to buy a farm in Umbria. Got a villa on it too, with enough room for Dooley, of course. It's hard work, but I sleep soundly every night. I'm finally my own man, and I wouldn't change it for the world. Seid ihr jetzt bei Equitia? Wie komme ich auf diese Frage? I know. I can't believe my luck either. But we're engaged and living together. Schön. We're planning to get married next spring. If you're going to be around, we'd love to see you there. Das würde mir gefallen. War schön, euch wiederzusehen. Of course. There's a whole museum full of people waiting for a chance to thank you. So you better keep moving. Ja, We'll okay, speak wenn wir again jetzt soon, my friend. noch mit allen reden müssen, wird das ich kassiere hier übrigens die ganze Zeit irgendwelche wird das eine sehr lange Folge. Vielleicht muss ich dann doch 2 Folgen ausmachen, muss man mal sehen, wenn ich jetzt hier noch wirklich mit jedem Einzelnen aus dem Dorf noch mal reden kann. Bei einigen bin ich mir nicht mal sicher, ob ich sie wiedersehen will. Sentius, Decius, Malleolus, den Meuchelmörder. Okay, bei Equitas Schuhen haben sie aber wirklich... Passt doch überhaupt nicht zu ihr. Na gut. Oh, hello. Ach, Duli! Du bist... Ach, Mann, dich habe ich gar nicht erkannt. Ich dachte, das wäre irgendein Fremder hier. Der hier einfach nur zufällig daneben sitzt. Ja, also wie gesagt, wird eine etwas längere Folge werden hier, wenn wir jetzt noch mit allen reden. You're here. It's lovely to finally meet you. Galerius told me all about you. Tut mir auch leid, dass es immer noch... Ich habe immer noch das Gefühl, dass die sehr leise sprechen hier irgendwie seit der Wahl. Aber ja, es freut mich auch, euch zu sehen, Equitia. So, you're the hero who somehow vanquished the last of the Roman gods. As I'm a priestess, you realize you've put me out of work. I'm just teasing. Actually, and it still feels a little sacrilegious to say this, I'm finding life after religion quite enjoyable. Schön, was hast du in letzter Zeit so gemacht? Na, wie geht das, wissen wir ja. Galerius and I are engaged and expecting. Oh. We've just bought a lovely villa in the countryside Galerius with kann ich room erwähnen. for a large family, and Dooley too, of course. It feels like the world has just opened up for us. There's so much to learn, and so many more possibilities for our children than we ever imagined. We're just so thankful for what you did for us, for all of us. Wie geht's Livia? Oh, it's sweet of you to ask. She recovered nicely. In fact, she's here somewhere, if you'd like to ask her yourself. Mhm. Das werde ich. Es war schön, euch wiederzusehen. See you at the wedding, I hope. Wäre schön, ja. Mich macht's ein bisschen stutzig, dass wir alle hier
ob wir nicht jetzt doch wieder in irgendeiner anderen Form von Unterwelt, dass Charon uns hier wieder erneut nach unserem Tod irgendwie zusammengebracht hat. Kommt mir irgendwie komisch vor. Ich mach mal kurz, warte mal, weil ich habe das Gefühl, dass irgendwie die Sprache immer leiser wird. Deutsch, Audio, Stimmen. Musik. Benutzeroberfläche ist eigentlich egal, weil die läuft nicht. Stimmen ganz laut, Umgebung nicht so laut. Effekte. So. Willst du sie annehmen? Ja. Okay. Dann hoffen wir mal, dass das It's jetzt... you. Ja. Oh, hello. Okay, die Körperhaltung von ihr ist ein bisschen merkwürdig, aber die ist, glaube ich, der Engine geschuldet. Ja, vielleicht soll sie auch einfach schwanger sein, aber... So, hallo Duli. Mit Duli reden wird nicht viel bringen, aber wir versuchen es. Hello. I'm Dooley. Ja. Ich erinnere mich daran, wer ihr seid, Duli. Galerius said you're very nice and a big helper. Thank you for getting us out of the bad place. I didn't like it. Was hast du in letzter Zeit so gemacht? I live at Galerius and Equitia's house. Mhm. They look after me now and help me remember when I forget things, like brushing my teeth. Der ist wirklich wie ein Kind. Es tut mir leid, dass ihr euren Schatz nicht gefunden habt. Wir haben ihn ja gefunden. Aber natürlich nicht in der Form, in der ihr ihn erwartet habt. Ich sag's trotzdem mal sehen, wie er reagiert. Treasure? Oh, Oh, scheiße. I forgot about that. I like my box now. Galerius got me a box that tells stories. Oh ja, okay. It's my favorite thing. Schön. Bin froh, dass ihr glücklich seid. Geschichtenkisten sind toll, nicht wahr? Yeah, they're fun. Es ist schön, euch wiederzusehen. Nee, warte mal. Treasure? Ich will mal die andere einfach noch machen. Ich bin froh, dass ihr glücklich seid. Schade, sagt da nichts zu. Bye bye. Bye bye. So. Julia und Lucretia. Wahrscheinlich Horatio oder... Ne, das wird Domitius sein, oder? Könnte auch Horatio sein. Und das ist... Aurelia oder... wie hieß er? Die Bardame? Okay, reden wir erstmal mit den Netten. Ne, reden wir erstmal mit den wenig Netten, damit wir Hey. was Schönes haben. Ach, sie ist Sensia. Ach, Sensia. Entschuldigung. Horatius, ja. Hi there, I'm Horatius. Hi, Horatius. I understand we have you to thank for giving us a second chance at life. And reuniting Scintilla with us as well. So, thank you. Was habt ihr in letzter Zeit so gemacht? I'm living up north and studying in the military academy in Modena. I'm going to be an officer one day. The world's changed a lot. But some things stay the same. Would you believe we're still studying military tactics from my time? Alexander the Great, Caesar, Hannibal Barca. Still, I have to keep challenging myself to let go of old ways of thinking and embrace the new. As Seneca wrote, the ones who pioneered our paths aren't our masters, but our guides. Mhm. Es tut mir leid, dass ihr euer nie wiedersehen konntet. Ah, you remembered that. Nee. Thank you. I grieved for a time, but that's done. In the words of Epictetus, as those who rode behind triumphant generals remind them they are mortal, remind yourself your precious one isn't one of your possessions, but something given for now, not forever. Gut gesagt. Ich bin froh, dass ihr damit zurechtkommt. Thanks. Bin erstaunlich, war ja damals schon erstaunlich, wie gebildet er ist. Ja, jetzt, wo ich sie gesagt habe, fällt es mir wieder ein, dass er irgendwie erinnert, dass er irgendwie erzählt hat, aber das war in einem der ersten Gespräche, die wir mit ihm hatten. Ich habe das komplett wieder vergessen gehabt, dass er eigentlich ja gedient hat und irgendwie dann zurück wollte zu seinem Mädel. Was ist aus Domitius geworden? He's not my... Oh, I see what you did there. Good one.
he had more trouble adapting than most. He got himself disqualified from the UFC. So he started some kind of underground blood sport tournament, like we had in Rome. Suppose it appealed to people's baser instincts. And they say he made some good coin, killing a bunch of men like that. But his luck finally ran out. And his life along with it. You know what they say. Live by the sword, die by the sword. Okay, er ist also wahrscheinlich nicht hier. Klingt, als hätte er... Hat er bekommen, was er verdient? Verdient irgendwer den Tod? Perhaps. Ja. Warte mal, was passiert denn, wenn ich das andere sage? Suppose. Klingt, ich finde, sie sagt, also gerade über Tote soll man ja nicht herziehen, aber er hätte eine Chance gehabt, was anderes zu machen, so wie alle anderen hier. You're not wrong. Es war schön, euch wiederzusehen. And you. Farewell. So, Sentia mochte ich eigentlich hoch in gewisser Weise. Mir war ihre Arroganz etwas unangenehm, aber ansonsten, sie war eine super intelligente Frau, die viel verstanden hat, auch über die römischen und Gebräuche und so. Und wie sie uns erzählt hat, dass Frauen eigentlich nur besseres Vieh sind, ja. Und so, also das hat mich eigentlich schon beeindruckt. I take it you're the Oracle. Thanks for coming. Schön, euch wiederzusehen, Sentia. Actually, I changed my name to Cynthia. I didn't want to be associated with Sentius after what happened. I'm not sure if you heard, but after you drove Pluto off, Proserpina emerged from the Great Temple. She knew right away what none of us had figured out about that psychopath. He'd been keeping my little sister locked up in the upper cistern all that time. But he's been dealt with. He's... you know what? The important thing is, we'll never see him again. Oh, was ist mit Sentius passiert? Aber wir reden erstmal hier. Was hast du denn in letzter Zeit so Anything gemacht? I want. I'm a woman of means in a vast new world. I can go wherever and do whatever I please. Of course, I mostly just stay in my villa and have my servant Alexa summon things for me, because it's just awful out there. Barbarians everywhere. Okay, sie hat also ihre Arroganz nicht abgelegt, aber sie ist wenigstens immer noch eine schöne und intelligente Frau, was immer noch beeindruckend ist. Was ist mit Sentius? He's still there, what? all alone. The last golden statue in the underworld. What? Trapped in a metal shell, slowly losing his mind until the end of time. Eternal torment. Just what he deserves, if you ask me. Er hat mir mal gesagt, er möchte ewig leben. Aber ehrlich gesagt, finde ich brutal. Nur solange er nicht von irgendwem aus seiner goldenen Haut geschält wird, ist es vielleicht in Ordnung. Puh. Dass er ewig leben möchte. Es ging ja über das bloße, die wissen ja nur von der Entführung, die wissen ja gar nicht von all den anderen Sachen, die er gemacht hat. Bis hin zu sie umbringen, um den Fluch auszulösen und sich dann selbst umzubringen, um mich in der Zeit zurückzuschicken, damit er nochmal einen Tag wieder leben kann, indem er dasselbe dann wieder tut. Ja. Fangen wir so. Then I suppose he got his wish. Aber wie hat denn, wird wahrscheinlich Prosperina irgendwie erledigt haben. Das war schön. Warte mal. He's mach mal nochmal. Es scheint etwas übertrieben. Ich mach trotzdem mal, weil ich ehrlich gesagt, ich finde es tatsächlich ziemlich brutal, trotzdem immer noch. Wie bei Domitius. I try not to think about him at all. Das kann ich verstehen. Es war schön, euch wiederzusehen. You too. See you around. So, dann, Julia. Mit dir hatte ich ja nur relativ wenig Kontakt in diesem, Loop. You're the Oracle, right? Srano geht es gut. Oh, of course. Sorry. And I never got a chance to thank you for telling Galerius how to save my life. And of course, getting me and all of us out of a terrible situation. Ja, gerne. Was ist aus Malleolus und Claudia geworden? Erstmal fragen wir, was mit ihr passiert ist. Oh, I barely recognize myself. I'm living in a house share in London with my wonderful girlfriend.
And I'm studying English at university. Eventually, I want to travel the world and write about it. Ja, ja. Turns out, it's about 30 times bigger than the Roman Empire ever was. Did you know there are entire continents Rome never knew existed? And you can travel almost anywhere in an aircraft, which is rather like flying on a Pegasus, but much more comfortable. Oh, sorry, you already know all that, of course. I'm just so excited. There's so much to see and learn and write about. Ja. Die Welt mit euren neuen Augen zu sehen klingt wunderbar. Ja, wunderbar. Also könnte ich mir eine ganze Weile anhören, wie sie so schwärmt, weil wir wissen ja auch, dass die Welt durchaus ihre Schattenseiten hat und sie ist natürlich jetzt erstmal von dem so begeistert. I have noticed people from your time have no idea how fortunate they are. Ja, das kann ich I hope to verstehen. change that. One day. Warte, ich will Oh, I ihr das barely andere noch sagen. recognize. Ja. An event, did you know there? And you can Ich finde es travel. schade, dass man sorry. mitunter nicht beides sagen kann. Also ich bin einerseits froh und ich bin aber auch froh, dass sie so glücklich ist. I really am. Ja, also. Last I heard, Malleolus kept insisting he was the last rightful ruler of the Roman Empire, and wound up being committed to a psychiatric hospital. Gottes Willen. As for Claudia, she was always so viciously unhappy. Someone said she'd blown all her money on wine, trying to drink herself back to the underworld. After the horrific way they treated Ulpius and me, I can't help feeling a sense of... what's that German word? Schadenfreude? Ich denke, gerecht weiß ich nicht, ob es eine rechte Strafe ist. Aber sie und Ulpius haben sich auf jeden Fall verdient, da ein bisschen schadenfroh zu sein. Thank you. You're very kind. So, was ist mit Aurelia? Ja, die habe ich auch noch ein bisschen Angst, ihr zu begegnen. Der würde ich nämlich auch gerne noch mal ins Gesicht schlagen. Ugh. Someone told me she was boasting about getting her claws into some rich prince, and how she was going to be living the high life from now on. Even in your time, life still isn't fair. Apparently, he'd proposed before they'd even met. And last I heard, she'd bought herself a first-class one-way ticket to join him in some exotic place called... what was it? Nigeria? Some people have all the luck. Dachte mir schon, ja, das ist... Was sagt mir, dass sie nicht bekommen... Ja, die ist wohl auf einen Schwindler hereingefallen. Das macht euch keine Sorgen. Etwas sagt mir, dass sie nicht bekommen wird... Oder dass sie bekommen wird, was sie verdient. Dass sie nicht bekommen wird, was sie will. Als das Orakel sich eine schreckliche Enttäuschung in ihre Zukunft baut. Well, you are the oracle. So I suppose I'll take your word for it. Huh. I feel better already. Thank you. Ja, wir machen nochmal die andere Antwort. Really? Huh. Okay. Es war schön, euch wiederzusehen, Julia. You War's wirklich? too. If you're ever in London, let me know. We can go to bars and drink wine and listen to the stories of the 9 million people who live there. Ich werde darauf zurückkommen. I hope so. So. Lucretia. Auch wir hatten leider in diesem Loop nicht viel miteinander zu tun, aber davor des Öfteren. Und du hast mich auch sehr beeindruckt. You are here. It's nice to finally meet you. Hey, Lucretia. Lucy is fine. I'm making an effort to blend in, as you can see. We are all trying to keep a low profile. If the world knew we died 2,000 years ago and were suddenly brought back to life 12 months ago, they'd never leave us alone. Yep. Speaking of which, I wanted to say thank you in person. I'd say the gods smile on you, but I hear you drove the last of them off. So... Was hast du in letzter Zeit so gemacht? I'm studying to get into medical school. As much as I resented the responsibility of keeping everyone in the city alive, when it ended, I realized I missed it. So I guess I'll just keep saving the world, if begrudgingly, one patient at a time. Das freut mich. Wobei du als Hebamme sicherlich auch nicht aber auch Medizinstudien ist You ja too. Don't be a stranger. wird schwierig, mit so vielen Leuten Kontakt zu halten. So, wen haben wir denn hier jetzt noch? Gorgios, Fabia,
Rufus vielleicht? Bin ich unsicher, wer hat denn noch eine Glatze gehabt? Rufus hatte doch keine Glatze. Okay, machen wir mal erstmal hier. Greetings. You must be the legendary Oracle. It is a sincere privilege to finally make your acquaintance. I am Georgius. Ach, wisst ihr, wer das sein könnte? Der mysteriöse Grieche, der unter der Stadt gelebt hat. Der hat auch noch eine Glatze. Ich freue mich, euch zu sehen. I am told we have you to thank for freeing us from Hades. And for that, I am most grateful. Oh, du hast mir dabei geholfen. Was habt ihr in letzter Zeit so gemacht? I am reacquainting myself with Greece. Schön. It has changed so much over the last 2000 years, I barely recognize it. This is at once heartbreaking and thrilling. Perhaps one day, once I have seen all of this new Greece and sampled her delights, I will settle down in Santorini in a villa overlooking the Azure Aegean Sea. I hope you will join me there and regale me with the story of how you faced off against the fearsome god of the underworld and won. Ich werde dort sein. Es war schön, euch wiederzusehen. Du bist auch mit Fabia jetzt zusammen oder steht ihr nur zufällig hier nebeneinander? You too, my friend. You're the one we've been waiting for. I'm Fabia. Hallo Fabia. I wanted to say thanks for sending Galerius to save my life. I don't know how you knew, but I would have been crushed by that shrine for sure. Ja, leider ist mir das beim ersten Mal durchaus entgangen, diese Möglichkeit. Ich habe dich da reingehen lassen. I'm just so happy to be here with you and everyone together again, even if it's just for one more night. Was ist... Oh, was deutet sie da an? Was habt ihr in letzter Zeit so gemacht? Well, it's not like I have to work with all the silver Charon gave me, so ja. I just do what makes me happy. Wollte ich grad noch Mostly sagen. that means baking for my friends and looking at memes while binging TV shows in yoga pants. What a time to be alive. Jupp. Bin froh, dass ihr glücklich seid. Thank you. Okay, die scheinen alle ziemlich wirklich gut. Es war schön, euch zu sehen, Fabia. You too. Scheinen alle wirklich gut ausgestattet worden zu sein von... Ja, ach, das ist ja... Definitiv ist er das. Guck mal, der steht hier sogar vor der Badewanne. Von Charon. Scheint wirklich gut mit Geld ausgestattet. Der Einsiedlerphilosoph. Ja, vielleicht sagt er uns jetzt seinen Namen. I take it you're the oracle everybody's talking about. It's a pleasure to finally meet you. Wir sind uns schon einmal begegnet, auch wenn ihr euch wohl nicht daran erinnern werdet. We have. I'm sorry, I don't remember. Philip. In any case, I'm Philip. I never thought I'd leave that cave, let alone the city. And now I'm living in the 21st century. What a time to be alive. And it seems I have your catabasis to thank for it. Was habt ihr in letzter Zeit so gemacht? Ich habe keine Ahnung, was eine Katabasis ist. Ja. I'm working as a consultant to the Faculty of Classics at Cambridge University, helping fill the odd gap in their knowledge. Not that I need the money, but I do love being around enlightened minds again. Gut. Es freut mich, dass du da auch eine Purpose gefunden hast, also einen Zweck nochmal. My sincere thanks once again. Was gefunden hast, womit du dich beschäftigen kannst. So. Okay, Aurelia ist offenbar nicht hier. Dann heißt, wir haben noch Sentilla. Hello. Hello. Ulpius. Keine Ahnung. Wir gucken mal, wer hier wer ist. Überlege nur, wer noch aussteht. Some soiree, innit? Ach, Decius, ja. Ah, nee, Decius. Please keep off the furniture, natürlich. Ja, Decius, klar. Even clean hands can damage the fragile surfaces of the rare pieces. Ach, ein Arsch. Er ist und bleibt ein Arsch. Ah, hello at last. You must be the oracle I've heard so much about. Kann ich den goldenen Bogen verkaufen? Hallo, Decius. Listen, I wanted to express my sincere appreciation for what you did. If it wasn't for you, I'd never been able to sell all those useless old relics I accumulated.
Whatever you did in that temple made me a very wealthy man. Thank you. Braucht mir nicht zu danken. Es war völlig unabsichtlich. Gern geschehen. Aber zumindest sagt er, dass er dankbar ist. Auch, vielleicht meint er es sogar so. Most gracious of you. Was hast du in letzter Zeit so gemacht, außer viel Geld verdient, offenbar? I took the money I made from selling my trinkets and started investing in the stock market. That's where the real money is now. In fact, I was hoping to ask your advice, you being the oracle and future seer and all that, on which stocks I should invest in next. I can't decide between fossil fuels, tobacco, gambling and arms. What would you recommend? Kann nicht wirklich in die Zukunft sehen, fürchte ich. Ich würde nicht helfen, selbst wenn ich es könnte. Leider muss ich sagen, eigentlich sind das alles aussterbende Technologien. Andererseits wissen wir alle, wie einflussreich die Technologien sind und es sind, glaube ich, gute Investments tatsächlich. So ärgerlich ist es. Ich kann nicht wirklich in die Zukunft sehen. Oh, don't be like that. You can tell your old pal Dacius. I won't take no for an answer. Die DVD-Verleih hat große Zukunft. Fernsehsendung die nächste große Erfindung. Printmedien werden ein großes Comeback erleben. Lüge, Lüge, Lüge. Da soll er in Blockbuster investieren. Oh, of course, yeah. I was just thinking the same thing. I'll go home and buy up as much stock as I can tonight. I'm gonna make a bloody fortune. Warum? Ich würde ihn lieber dazu kriegen, den anderen hier, aber die scheinen alle ausgesorgt zu haben. Of course, don't let me keep you. Thanks again for the tips, my friend. Wer war ein Octavia? Good evening. Livia habe ich auch schon wieder ganz vergessen. Wer war... Ach, Octavia war die Christin, die oben mit Ulpius am Tempel immer geschrubbt hat. Entschuldigung, ich habe komplett vergessen, wer Octavia war. Hatte ich gerade im Blank. Oh, hello. It's lovely to meet you. I've heard so much about you. Es freut mich, euch wiederzusehen, Octavia. I'm thankful that you're here. I was sure the person who drove off the last pagan god would have more important things to do than visit the likes of us. But thank you for coming and for saving our lives. What you did was extraordinary and I'll never forget it. Oh, ich muss mal sagen, das ist eine geniale Idee, dieses Spiel hier so zu wenden. Auch wenn es sich jetzt super hinzieht gerade, aber den allen nochmal wieder zu begegnen und nochmal ihre Geschichte und ihr Leben zu erfahren, komplettiert das Ganze irgendwie. Was habt ihr in letzter Zeit so gemacht? I'm living in Rome again, in a charming little flat by the Tiber. Not far from my old place. Oh, and I'm training to be a crisis counselor. After you sent Galerius to persuade Ulpius not to take his own life, I was inspired. I just want to spend the rest of my life helping people, like you helped him. Klingt nach einer noblen Anrede. Oh, gut für euch. Thank you. That means a lot. Gut, es war schön, euch wiederzusehen. And you. Oh, and I hope this isn't too forward, but some of us are going out for a drink after this, if you'd like to join us. Klingt gut. Wonderful. I'll see you soon. Ich mache hier sehr viele Versprechen, das finde ich verdächtig. Ich befürchte fast, hier geht noch irgendwas anderes vor und wir werden all diese Versprechen nicht einhalten können. Livia. We meet again. Ich freue mich, euch wohl aufzusehen. Thank you for your kind words and for liberating us all. In all the time I was in the underworld, I never once imagined that I might end up in a place so much like Elysium. Was habt ihr in letzter Zeit so gemacht? I'm recovering. Octavia was kind enough to let me stay with her for a while, at least until I'm well enough to be independent again. Habt ihr in letzter Zeit gute Geschichten gelesen? Ah, you remember that. I'm a little tired of Ovid, but that's all right.
I have 2,000 years worth of poetry to catch up on now. I'm already up to the 19th century and am quite enjoying the work of a fellow named Poe. I think I may have found a kindred spirit. Men have called me mad, but the question is not yet settled whether madness is or is not the loftiest intelligence. Gut gesagt. Ja gut, wir haben mit einem Gott gerungen und ihn zugegebenermaßen mit einem bisschen Zeitmanipulation geschafft, von seinen Irrungen zu überzeugen. Klingt vielleicht auch nach Wahnsinn. Es war schön, euch wiederzusehen. And you. Farewell, friend. Gut, wen haben wir noch? Oh, Kabash. It is an honor to finally meet you, Oracle. Auch unter den... du hast anerkannt, dass deine Götter nicht Götter waren? You know my name? Oh, of course. You are an oracle. You know many things. I too would like to offer my thanks for releasing us from that place and for your role in bringing us here. This world is truly wondrous. Was hast du in letzter Zeit so gemacht? Okay, Religion bringen wir vielleicht besser nicht zur Sprache. For a time, I returned to Alexandria, but they have no need of another fisherman, and I came to see there is nothing for me there. Instead, I have decided to follow the custom of your youths and backpack the world. It is a great adventure, and I have met many people from many cultures. Cool. I spent the first 25 years of my life avoiding the 42 sins that would deny me access to the afterlife. Now, I think it is time I had some fun. Klingt, als hättet ihr es verdient, auf jeden Fall. Jeder Mensch verdient Spaß in seinem Leben, glücklich zu sein. Es war schön, euch wiederzusehen, Kabash. Thank you, Oracle. Und auch, dass du deinen Frieden mit deinen Göttern gemacht hast. Da ist Ulpius, den erkenne ich. Rufius erkenne ich auch. Die sehe ich jetzt gerade nicht. Und sie muss ja dann Sentilla sein. Ach, das ist Vergil. Oh, warte. Die stehen hier so zusammen. Hello. Hey. Nee, das ist nur Zufall, weil Rufius wird nicht... Ich meine, der ist einer von den Urchristen, der wird nicht jetzt... Andererseits... Nice to meet you. Ich freue mich, euch wiederzusehen, Rufius. I go by Rufus now. Okay. New start, new name. Oh, and thanks, by the way, for what you did. Sorry, I'm no good with the mushy stuff. Was hast du in letzter Zeit so gemacht? I live with Virgil in Rotterdam, not far from where he grew up. It's very modern. Also doch. Destroyed in the war, and it rebuilt itself. Good place for a fresh start. Ja. Haven't decided what I'm going to do with my life yet. Aber vielleicht sind es auch noch One Freunde. adjustment at a time. Aber vielleicht hat er ja auch wirklich die Sünde von Vergil so angeprangert, weil sie in sie selbst sich so verneint hat. Man weiß es immer nicht so genau, wa? Manchmal... Was hat es recht, die Statuen haben uns wirklich beobachtet. Good to know. Anyway, it was good practice for the new world. Security cameras and smartphones everywhere. Ja. Got to stay vigilant. Das stimmt leider. Es war schön, euch wiederzusehen. You too. Look us up next time you're in the Netherlands. Auf jeden Fall. We're grateful. Katerchen? Virgil. It's so nice to finally meet you. I've heard so much about you.
Schön euch zu sehen, Virgil. I wanted to thank you personally for getting us out of there. And for helping Rufus come to terms with himself. He may come off a little gruff, but once you get past that, he's a lovely fellow. Was habt ihr in letzter Zeit so getan? I'm studying to be an architect again and living with Rufus in our beautiful flat in Rotterdam, just down the river from Nijmegen, where I grew up. Of course, it's improved immensely since I was there last. Gleaming futuristic buildings and clean streets full of educated, accepting people. You natives of the 21st century have no idea how fortunate you are. Ja, man vergisst es leicht. Es ist ja schön, euch wiederzusehen. You too. As Rufus said in his own laconic way, if you're ever in the Netherlands, we'd love to show you around. It's the least we could do. Würde mich freuen. Aber dass sie mich alle zu sich einladen, kommt mir merkwürdig vor. Und dass wir uns alle hier treffen. Hello there. Hallo, Sentilla. Oh, I go by Gabriella now. I didn't want to be reminded of that monster every time I heard my own name. Kann ich verstehen. After you drove Pluto off, Proserpina came and released me. And that monster got what was coming to him. Ich finde es schön, wie sich die Namen auch immer verändern, wenn sie sich sozusagen einen neuen Namen geben oder wenn man über sie herausgefunden hat, wie bei Quinctius war das. Also wo er mal Elus war und dann im Quinctius wurde und so. Wo immer erst stand Fremdling da, dann stand der Name da, dann stand der nächste Name und jetzt eben der nächste Name. Finde ich ein kleines, nettes Detail. Tut mir leid, ich hatte keine Ahnung. Klingt, als hätte er bekommen, ja, kann ich jetzt so nicht sagen. Ich wusste ja, ich konnte nur nichts dagegen tun. Mhm. Was hast du in letzter Zeit so gemacht? I'm living with Ulpius on a little vineyard in Umbria. Ach ja, sie war ja mit Ulpius wonderful than zusammen, I stimmt dreamed ja. it would be. I'm so grateful to you for making sure he's still with us. If you're ever passing through the region, I hope you'll come and visit us. You can try some of our very own wine. Vielleicht mache ich das. Mist. I'm living with Ulpius on a Die andere Antwort. Ich würde die andere Antwort nochmal gerne sehen bei Sensius. Die Antwort kam mir ein bisschen merkwürdig. Vielleicht war da irgendwas in der Übersetzung verloren gegangen, dass ich eigentlich was anderes hätte gesagt habe. Es war schön, euch wiederzusehen, trotzdem. Thanks. You Und too. auch, dass du da rausgekommen bist, und weil ich konnte sie nicht freilassen. Das wäre dasselbe gewesen wie mit Duli. Hi. Hi, Ulpius. Und auch, dass sie mit Ulpius jetzt zusammen sein kann. It's nice to finally put a face to the name. Evening. I'm Ulpius. Ich freue mich auch, euch zu sehen, Ulpius. I understand I have you to thank for sending Galerius to save my life. The way you just showed up out of the blue and stopped me from making a terrible mistake. I'll be forever in your debt. Ja, eine Schuld gegen die andere eingetauscht. Nein, ist okay. Was hast du in letzter Zeit so gemacht? I'm living with Gabriella in Umbria. We finally bought the little vineyard we always dreamed of. It'll be a little while before we know what we're doing, but every day I look at her and this extraordinary new world with all its beauty, and I think, what if I'd given up hope and missed out on all of this? So we're living each day to the fullest. Schön. And we end them all the same way, sitting together on our terrace with a glass of our wine, which the locals say is almost drinkable now, and watching the sunset over the rolling hillside. Schön. And I couldn't be happier. Ach, das ist doch schön. Ich bin froh, dass ihr glücklich seid. Thank you. I wouldn't be here without you. Es war schön, euch zu sehen, Ulpius. You too. So, ich glaube, wir haben alle durch. Da hinten steht noch Elvers und ich befürchte, der hat schlechte Nachrichten für uns. Wir gehen uns mal hier noch ein bisschen umgucken. Schließlich haben sie hier die Ausstellung nicht umsonst hingestellt. Eine lateinische Tafel, auf der geschrieben steht, alle müssen diesen Weg gehen, dorthin, wo die Gesetze des Tages den Tugendhaften zum Paradies in dieser Stadt unter der Erde verhelfen. Der unstillbare Hunger der Habgierigen wird an den Ufern des Stroms gestillt, aber vergeblich, denn von hier kann keiner zurückkehren. Ach, Domitius Würfelturm.
Christliche Schnitzerei, ja. Theologischer Einblick. Aus diesem Holzschloss ist ein Ichthyos eingraviert. Ein griechisches Symbol für die Gruphries. Ah, siehst du, ich war nicht ganz falsch. Das geheimes Zeichen ihres Glaubens. Und Gerda auch nicht. Ja, sie hatte ja gesagt, geschrieben, Ichthyos als für Fisch, Ichthyosaurier. Ja, das war ich auch so mich halb noch irgendwie dunkel daran erinnern konnte, aber nicht so ganz so weit. Ich habe Angst, wenn ich jetzt hier zu weit gehe, dass ich bei L lande. Das heißt, wir gehen erstmal hier rüber. Hades, Herr der Vielen, eine Tafel mit griechischen Aufschrift, eine Leier. Griechische Leier, die mit einem Plektrum gespielt. Das ist sogar derselbe Text wie... Okay. Warum hat er den Kopf so komisch? Eine der Löwenstatuen. Eine der sumerischen Statuen. Ist wahrscheinlich auch wieder derselbe Gott, ne? Ancient Secrets. Golden. Gods of Many. Ja, das sind wahrscheinlich wirklich die. Look to the. Oder look, was? Lost zur Zeit, a world. Auch schwer zu lesen. Discovered again, eine Welt, die wiederentdeckt wurde. Okay, der hat hier tatsächlich aus dieser Ausstellung, aus diesem griechischen, aus dem Dorf da unten, aus dieser Unterwelt scheinbar die Ausstellung geformt. Und vielleicht durch diese Herleitung nochmal bestätigt mit den sumerische Götter, ägyptische Götter, griechische Götter. Und letztendlich, seien wir ehrlich, der christliche Gott hat auch vieles von den Griechen übernommen. Bis hin zu Luzifer, der ein mir fällt der Name jetzt nicht ein. Aber ja, eine ägyptische Tafel mit der Aufschrift: Die vielen werden für die Sünden des einen leiden. Okay. Okay, ich versuche das jetzt mal nicht zu lesen. Oder doch? Kann es nicht lesen. Krieg den Winkel nicht hin, dass ich es erkennen kann. Warte mal, vielleicht. Enduring Secrets, andauernde Geheimnisse der großen Artisten der antiken Welt. Welt der Wunder, die Sprache und Skulpturen der großen Ägypter. Ja. Also, was ich sagen wollte hier, Luzifer, der ja eine Anlehnung an ein Satyr wahrscheinlich ist aus der griechischen Mythologie. Und wie gesagt, auch viele der Regeln. Schluss. There you are. I hope you enjoyed that. Now, there's one more person I wanted to introduce you to. Charon. I think you know her. Natürlich. Sorry if I frightened you. Just a little joke I've been saving for a long, long time. Diese Stimme kenne ich. Ach nee, Prosperina. Und das Wispern. Okay, Prosperina. Behind you. Allow me to introduce myself properly. I am Proserpina, former goddess of the cycle of life and renewal, and now a regular mortal. I wanted to meet you in person, and thank you for freeing all these people, and me. I hate to think what would have happened to us without your intervention. Ihr habt die ganze Zeit zu mir geflüstert. Indeed. Suffice it to say that while Pluto was controlling the eyes and ears of each golden statue, I was able to control their tongues and whisper to you when he was distracted. I am sorry my messages were so cryptic. There were only ever brief windows in which I could speak to you without being detected. Ihr habt getan, was ihr konntet, danke. Wie habt ihr die Zeit? Das ist tatsächlich eine gute Frage. I did. I may have given up my immortality, but I still retain my gifts as the goddess of the cycle of life and renewal.
After witnessing Pluto punish countless poor souls over thousands of years, I knew this generation, the final wave, would not survive. So I tried to give them a way to buy more time. A second chance. Rather, as many second chances as they needed to avoid his wrath. So I whispered to Sentius in secret, telling him the prayer required to create a portal in my shrine. I knew the danger of humans being corrupted by godly power, and so I put a safeguard in place. I required the creator of the portal to sacrifice their own life, so that it could only be used selflessly to help others. What I did not anticipate is that Sentius would retain his accumulated memories from each previous day, and as a veteran soldier, he had long since shed his fear of death. He quickly discovered that he could, in effect, prolong his own life indefinitely by exploiting the cycle. Of course, once I had taught him the prayer, I could not unteach him, and there was little I could do but wait for someone like you to come along and see him for what he was. We were all fortunate you came along when you did. Zufall. Was wurde aus Pluto? Das Charon interessiert mich eigentlich mehr, aber wir wollen natürlich auch wissen, was aus Pluto I don't know what happened to him. I haven't heard from him, and I rather hope it stays that way. Was wurde aus Charon? Oh, she inherited dominion over the underworld. Last time we spoke, she was working on a new world of some kind. She wouldn't say what it was, but I'd be surprised if you don't run into her again. I imagine we all will, one day. Das klingt interessant und ein bisschen bedrohlich, aber ja, damit muss man sich wohl abfinden. Es war nett, euch kennenzulernen. And you, although it feels like I've known you forever. Oh, and one last thing. Do you remember all those golden statues scattered throughout the city? Ja. Good, because they remember you. Bitte Well was? done, my friend. Of all the heroes who ever journeyed to the underworld and returned, none came close to achieving what you did. Hercules, Orpheus, Theseus, and Aeneas would be proud. The Canon Ending. Ende 4 von 4. Okay, es gibt noch 3 weitere Enden, die irgendwie vorher abzweigen. Wahrscheinlich indem wir einfach Sentius umbringen, indem wir mit den Leuten irgendwie fliehen und keine Ahnung. So. Wir werden es mal versuchen, wir werden mal gucken. Ich werde noch ein bisschen, ja, also hätten wir noch, also 1-2 Folgen machen wir mal noch, dass wir noch gucken, was wir noch so für andere Enden vielleicht kriegen. Also das Fluchtende würde ich gerne zumindest noch mal versuchen, also dass ich Galerius sage, er soll alle zur Flucht anleiten und cool, das mit den Bildern so zu machen. Ich meine, dadurch wird der Abspann jetzt recht lang, textmäßig, oder Duli ist ja so jung. Fabian sieht tatsächlich ein bisschen wie Fabian aus. Wo war ich jetzt? Entschuldigung. Ja, also erstmal mich freut, mir hat das Spiel sehr gefallen. Ich bin auch froh, dass sie das jetzt das Ende erreicht haben, auch oder Kanonende sozusagen, das bestmögliche Ende. Ich werde definitiv mehr als eine Folge aus diesem Teil hier machen. Tut mir leid, dass wir dann hier mittendrin irgendwo einen Schnitt gehabt haben werden, den ich nicht vorher angekündigt habe. Muss ich auch mal sehen, wo ich es schneide. Und ja, wie gesagt, dann also werde ich noch ein paar
ein, 2 Folgen nochmal versuchen, dass wir noch die anderen, die nicht Kanonenden erreichen. Oder mal gucken, was da noch so gibt oder ob wir vielleicht noch die ein oder andere Hintergrundgeschichte. Also ich glaube, viel mehr Geschichten können wir jetzt nicht erfahren, weil wir haben jetzt eigentlich alle Wesentliche erfahren, glaube ich. Aber das war mal gucken, welche anderen Möglichkeiten es vielleicht noch, welche Abkürzungen es vielleicht zum Beispiel hätte geben können. Das war, wie gesagt, also zumindest mal dieses Fluchtende würde ich auf jeden Fall versuchen. Was mich mal interessieren würde, dass wir einfach mal ausprobiert haben, dass ich, wenn ich Paradox erzeuge, indem ich Sensius töte, respektive ihn in eine Goldstatue verwandle, könnte mir vorstellen, dass ich mich dadurch dann selber da unten fange. Dass ich versuche, vielleicht mal nur mit Sentilla zu fliehen, auch wenn ich nicht genau weiß, wie das gehen soll. Weil wir haben ja den Schlüssel nicht für das zweite Tor. Und ansonsten, welche anderen Endmöglichkeiten gab es nicht? Ich glaube, viel mehr gab es jetzt nicht. Galerius zur Wahl verholfen haben wir schon. Ja, also eigentlich bleibt jetzt nur noch die mal gucken, ob wir... Achso, und dann, wie gesagt, das war das, dass ich nochmal zu Pluton gehe und versuche das mit der Krone da, wo wo Prosperina mir zugeflüstert hat, ich soll in ihr Gemach gehen und ihre Krone holen. Was das bedeutet, das ist, glaube ich, der einzige Storystrang, den wir jetzt nicht auflösen konnten, den wir aber auch irgendwie nicht brauchten tatsächlich. Ich habe keine Ahnung, also wofür der jetzt wichtig war und vor allen Dingen, wo der war. Ich habe immer noch keine Idee, wo ich das suchen soll. Weil ich kann ja da nirgendwo hin eigentlich. Ansonsten, ja, also fand die Geschichte sehr interessant. Ein bisschen schade fand ich es, dass es am Ende natürlich dann doch auf außerirdisch hinauslaufen ist. Aber gleichzeitig, wie gesagt, finde ich es sehr schön, dass sie jetzt alle hier mit uns in dieser Zeit leben und sich trotzdem ihre Erinnerungen an die Unterwelt bewahrt haben. Eine Sache, die wir jetzt auch nicht aufgeklärt haben, ist was aus Nevia geworden. Und aus den von ihr gehäuteten. Aber wahrscheinlich sind die auch alle jetzt irgendwie wieder da und Vielleicht hatten die Entwickler da auch keine richtige Idee, wie sie den Nevia-Storystrang zu einem Ende bringen sollen. Und der ist auch nicht Kanon, wenn ich es richtig verstanden habe. Wir hatten ja damals, als wir den angefangen haben, den Hinweis gekriegt, dass wir da sozusagen uns außerhalb der Story ein bisschen bewegen, dass wir den Teil eigentlich skippen könnten, wenn wir wollen, und das jetzt sozusagen der Action-Horror-Teil ist, den man nicht spielen musste, um die Story durchzuspielen. Von daher, trotzdem, also das ist tatsächlich ein Teil, der einem doch ein bisschen zusetzt, wenn man drüber nachdenkt. Okay, aber dann sind wir hier durch mit dem Spiel. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, entschuldige mich nochmal, wir würden uns freuen, in Zukunft noch bessere Spiele zu machen. Du kannst uns dabei helfen, indem du vor Ort einen Titel einem Freund empfiehlst und eine Rezension schreibst. Je mehr Leute unsere Spiele spielen, desto schneller steigen wir im Level auf. Und wenn du die Erste sein willst, die über unser kommendes Projekt informiert werden möchten, dann setze dich hier mit uns in Verbindung. Mache ich vielleicht sogar. Bevor ich das Spiel deinstalliere, wenn ich dran denke. Gut, aber dann sind wir hier durch. Erstmal mit dem, wie gesagt, es werden hier auch 2 Folgen werden, Minimum, vielleicht 3, werden 2 sehr lange Folgen, wahrscheinlich so 50 Minuten Folgen oder so. Und dann haben wir das Kanonende erreicht auf jeden Fall. Wie gesagt, ich werde noch 1, 2, 3 Bonusfolgen machen und die anderen Enden zumindest mal ein bisschen reingucken, was noch so möglich ist, was noch passiert wäre, wenn man bestimmte andere Sachen gemacht hätte, wie eben Sensius töten. Und ansonsten, ich meine, wir sind ja trotzdem tot. Wir kommen ja nicht einfach in die... Ja, wir würden wahrscheinlich einfach bei Charon wieder landen, wa? Und der würde sagen, hä, was ist jetzt los?
Ich habe keine Ahnung, werden wir rauskriegen, indem ich es einfach mal ausprobiere. Und ansonsten, wenn jetzt hier nicht weiter zuguckt in den nächsten Folgen, weil wir ja, wie gesagt, das finale, eigentliche Ende schon erreicht haben, dann sehen wir uns vielleicht in einem anderen Let's Play wieder und würde ich mich sehr freuen. Ich danke natürlich an dieser Stelle auch nochmal ausdrücklich für all die Likes und die vielen Kommentare, gerade von Gerda auch wieder, die wieder sehr aktiv in fast bei jeder Folge was geschrieben hat. Und würde mich freuen, wenn wir uns in einer anderen Let's Play oder in den Bonusfolgen wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Let me begin with a question. Would you say you know the difference between right and wrong? If even one person commits a sin here, every last one of us will die.